Hallo meine Freunde, hola Madridistas, da war es wieder. Das gleiche lustlose, langweilige, lethargische Real Madrid, was uns Madridistas seit 1,5 Jahren immer und immer wieder enttäuscht. Der Grund, warum ich immer wieder sage, dieser Mannschaft kann man nicht vertrauen. Real Madrid verliert nicht unverdient mit 2:1 bei Osasuna und nach nur einem Spieltag an der Tabellenspitze geben wir den Platz an der Sonne wahrscheinlich wieder ab. Herzlichen Glückwunsch, Real Madrid. Ja, was soll ich euch sagen? Dieser Mannschaft kann man nicht vertrauen. Die machen vielleicht mal 2 gute Spiele, mal 3. Immer wieder geben sie dir Hoffnung, dass sie jetzt endlich den Schalter umgelegt haben. Du denkst, vielleicht hat Pintus die Methode gefunden, vielleicht das gemeinsame Abendessen, vielleicht haucht ein Álvaro Arbeloa der Mannschaft wieder Leben ein oder auch der Vorfall in Lissabon. So etwas schweißt doch zusammen. Ja, und dann siehst du das Spiel gegen Osasuna und du denkst dir, ist das wirklich alles? Angefangen von der Abwehr, wo einige Spieler nicht die Qualität haben für Real Madrid, die keinerlei Autorität zeigen und wenn sie mal in Zweikämpfe müssen, verlieren sie die. Über das Mittelfeld, das in 90 Minuten keinmal die Kontrolle des Spiels übernommen hat. Ja, und vom Sturm brauchen wir überhaupt nicht reden. Das ist ja Arbeitsverweigerung. Ja, bevor wir aber in die Analyse gehen, was ist passiert? Real Madrid verliert 2:1. Ich zeige euch die Ergebnisse von gestern. Atletico Madrid gewinnt ihr Spiel. Heute der FC Barcelona wird gegen den Tabellenvorletzten Levante keine Probleme haben. Und in der Tabelle ist Real Madrid Stand jetzt zwar noch Tabellenerster, aber wie gesagt, nach dem Sieg heute von Barcelona gegen Levante war es das. Dann haben wir die ganze Arbeit, die wir über die letzten Wochen geleistet haben, an nur einem Spieltag weggeschmissen. Ja, welche Aufstellung hat Álvaro Arbeloa gewählt? Ja, wir haben ein sauschweres Spiel in Osasuna. Die hatten die letzten 5 Spiele nicht verloren. Die haben das letzte Mal zu Hause im November verloren. Das ist vor 4 Monaten. Dein Álvaro Arbeloa denkt sich, ich wechsle einfach mal die komplette Abwehr aus. Naja, wollen wir fair sein, von 4 Abwehrleuten hat er 3 ausgetauscht. Und das Schlimmste von allem, der Spieler, der dieser Mannschaft wieder Leben eingehaucht hat, der wieder Fußball reingebracht hat, der geholfen hat, der ist über den Zenit hinaus. Aber wie gesagt, zur Einzelkritik will ich eigentlich am Ende des Videos kommen. Was ist im Spiel passiert? Die erste Viertelstunde war eine Viertelstunde des Grauens, der Langeweile, schrecklich, die Ballstaffetten, ja, das, was wir schon kennen in solchen Spielen. Langsam. Jeder Spieler von Real Madrid braucht 3 Sekunden von der Ballannahme, bis der sich dreht, bis der guckt, wer ist frei, dann immer wieder den Pass hinten rum. Wenn Osasuna nur ein bisschen angreift, bleibt uns nichts anderes übrig, als den Ball auf Courtois zu geben, damit er den lange nach vorne schießt und Kylian Mbappé hat keinen Bock. Ja, zweiten Ball, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal einen zweiten Ball gewonnen haben. Du gewinnst keinen Zweikampf, du gewinnst keinen zweiten Ball, du läufst nicht. Ja, wie willst du so ein Fußballspiel gewinnen? Das ist unmöglich. Ja, das Einzige, was es retten kann, ist individuelle Qualität und die war gestern auch nicht zu sehen. Ja, also, an der Abwehr hat ein Arbeloa rumgedoktort, an so einem wichtigen Tag. Im Mittelfeld hat er nicht rumgedoktort, da waren die 4 von immer. Ja, und im Sturm. Was ist dein Plan mit Kylian Mbappé? Ist das vertraglich festgehalten? Hat er intime Fotos von dir? Warum spielt ein Kylian Mbappé immer 90 Minuten? Obwohl die ganze Welt gesehen hat, das ist nicht mal ein Schatten seiner selbst. Das ist nicht mal 30% Kylian Mbappé. Und wenn Kylian Mbappé zumindest so ein Charakter wäre, wo du denkst, selbst wenn ihm am Ball nichts gelingt, zerreißt er sich für die Mannschaft, dann würde ich ja noch Argumente finden, warum er spielen muss. Ist ein Leader, der ist immer gut für ein Tor. Ja, dieses ganze Ding würde ich dir abkaufen, wenn der laufen würde. Aber das ist ja wie wenn du mit 10 Mann spielst. Ja, und das Schlimmste ist, die anderen stecken sich an.
Ein Vini Junior, der deutlich mehr gemacht hat als ein Mbappé. Wir können nicht alle in einen Sack stecken. Ein Vini hat es zumindest immer und immer wieder probiert. Aber ein Vini Junior schaut sich doch nicht 90 Minuten an, wie ein Kylian Mbappé keinen Finger rührt. Dann braucht man sich nicht wundern, dass der Brasilianer auch irgendwann nicht zurückläuft. Ich erinnere mich an eine Szene, wo Tchouaméni die beiden angeguckt hat und gesagt hat, wollt ihr mich verarschen? Lauft ihr mal bitte zurück. Ja, und das ist das Problem bei Real Madrid. Und das Schlimmste an allem, jeder hat gesehen, was da los ist. Und ein Álvaro Arbeloa verweigert die Hilfe von draußen. Real Madrid spielt in einem dieser klassischen, langweiligen Fußballspiele, die wir Madridistas uns seit 1,5 Jahren immer wieder reinziehen müssen. Ja, das Spiel geht hin und her, kaum Torchancen, kaum Torgefahr, mal ein Schuss aus 20 Metern, aber das war's. Ja, und Osasuna kriegt einen sehr glücklichen Elfer, meiner Meinung nach. Es lag gestern nicht am Schiedsrichter, dass Madrid verloren hat. Es lag an der schlechten Leistung von Real Madrid, aber der Schiedsrichter hat auch nicht geholfen, formuliere ich es so. Zweikampf, Fehler von Asensio, der war an beiden Toren beteiligt. Und Courtois, die Absprache stimmt nicht. Und Asensio kann den Ball auf die Tribüne schlagen, trifft den aber nur so halb, dass der weiterkullert. In Courtois und Budimir beide gleichzeitig setzen den Fuß auf den Boden. Courtois ist vielleicht ein bisschen an der Spitze, meiner Meinung nach viel zu wenig für einen Elfmeter. Solche Elfmeter hat Madrid reihenweise nicht bekommen. Aber ja, es ist auch keine Fehlentscheidung, ja. Und Real Madrid geht mit 1:0 Rückstand in die Kabine. Und jetzt hat jeder gedacht, so, jetzt wacht Real Madrid auf. Denkst du, was von der 45. bis zur 65. Minute passiert ist, war das schlechteste Real Madrid, das ich persönlich je gesehen habe. Und in meinen ersten 30 Jahren als Madridista habe ich gefühlt keine Champions League gesehen. Jeder Spieler von Osasuna, schaut euch das Spiel nochmal an, wenn ihr masochistisch seid. Jeder Spieler von Osasuna hatte um sich rum einen Radius von 5 Meter ohne Gegenspieler. Jeder Spieler von Osasuna hätte sich 3 Passwege aussuchen können, ohne Probleme. Die Spieler standen frei. Und Madrid war im Rückstand. Wie oft haben wir den FC Barcelona in dieser Saison im Rückstand gesehen? Und wie oft haben die das gedreht? Weil die rennen wie die Bestien. Als Gegenspieler hast du eine Sekunde am Ball und da kommen 2 Barcelona-Spieler auf dich zugerannt. Bei Osasuna, die haben sich gestern kaputt gelacht. Die hatten mehr Freiraum als im Trainingsspielchen. Es sah so aus, als wenn sie Real Madrid wären und der Gegner eine Drittligamannschaft. Wow, das war schrecklich mit anzusehen als Madridista. Dann haben wir tatsächlich von der 60. bis zur 70., 75. Minute eine kleine Reaktion gezeigt. Da ist auch das Tor gefallen durch eine Einzelleistung von Fede Valverde. Der tankt sich durch, spielt den Ball in die Mitte. Vini Junior hat das gemacht, was Kylian Mbappé gestern über 90 Minuten nicht gemacht hat, nämlich den Fünfer attackiert. Da zu stehen, wo du als Mittelstürmer zu stehen hast. Ich erinnere mich gestern locker an 2, 3 Bälle, die durch den 16er getuckert sind. Und Kylian Mbappé war nicht zu sehen. Unser Mittelstürmer stand 20 Meter vorm Tor. Was macht der denn da? Ja, und ein Gonzalo Garcia sitzt draußen auf der Bank. Ja, Real Madrid macht also das 1:1. Osasuna war auf einmal angeschlagen. Die haben gezittert. Du dachtest jetzt dreht Madrid auf. Denkst du? Álvaro Arbeloa sieht das von draußen, bringt einen Gonzalo Garcia rein und holt dafür einen Fede Valverde raus. Ein Kylian Mbappé ist so unantastbar, dass der in Gonzalo Garcia als rechten Flügel aufstellt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Damit hat Álvaro Arbeloa nicht nur einen Stürmer verbrannt, sondern beide. Real Madrid hat dann zu 9 gespielt und Gonzalo Garcia kann ja nichts dafür. Der ist Mittelstürmer und der stellt den auf den rechten Flügel. Was soll der denn machen? Ja, und dann hat er gestern den Terroristen Dani Ceballos eingewechselt. Meine Güte. Der war gestern der beste Spieler auf dem Platz für Osasuna. Jeden Ball, den er hatte, hat er verloren oder direkt freiwillig abgegeben. Der verschuldet natürlich auch das 2:1 von Osasuna in der letzten Sekunde. Wobei wir uns da auch über Raúl Asensio unterhalten müssen. Beim 1:0 für Osasuna musste er den Ball schon auf die Tribüne schießen. Beim 2:1 in der 90. Minute, das sind grundlegende Techniken der Abwehr. Das lernst du in der F-Jugend.
Rutschen ist die letzte Lösung, wenn du keinen anderen Ausweg mehr hast. Der Gegner stand an der Grundlinie. Was soll der denn da machen? Und Asensio trifft wieder einmal, wie so oft, die falsche Entscheidung und rutscht da sinnlos rein. Ja, die Memes, die jetzt über ihn kommen, hat er sich verdient. Ja, und Osasuna macht das 2:1. Hat Osasuna das Spiel gestern verdient gewonnen? Weiß ich nicht. Aber eins kann ich versprechen, Real Madrid hat sich den Sieg garantiert nicht verdient. Das war ein Totalausfall von ganz vielen Abteilungen. Angefangen vom Trainer, der war der Grund des Übels, von der Abwehr, die teilweise kein Real Madrid-Niveau hat, Mittelfeld, die gestern unsichtbar waren, und ich rede von allen, und der Sturm, ja, wo nur Vini Junior ab und zu was probiert hat. Aber es ist das Gleiche, wie ich so oft schon gesagt habe. Wenn es nun mal 10 Minuten dauert, bis der Ball von hinten nach vorne kommt, hat Osasuna schon wieder 10 Mann hinter dem Ball. Als Vini Junior den Ball mal hatte, waren da immer 2 oder 3 Gegenspieler. Ich erinnere mich an eine Aktion, wo der mal in einer 1:1 Situation war. Als Trent Alexander-Arnold auf den Platz gekommen ist, sein erster Ball, Seitenwechsel auf Vini. Vini, 1 gegen 1 ist der unaufhaltsam. Setzt sich durch, zieht in die Mitte, täuscht an, schießt. Der Ball wird leider abgefälscht. Aber das war das einzige Mal, dass die Mannschaft einen Vorteil für einen Stürmer erspielt hat. Ja. Wie gesagt, diese Niederlage hat Real Madrid sich selber zuzuschreiben, hat Real Madrid Kylian Mbappé zuzuschreiben, einem Asensio, einem Ceballos, einem Arbeloa, aber ich könnte die anderen wahrscheinlich auch noch anzählen. Ja, und um das zu tun, würde ich vorschlagen, kommen wir zur Einzelleistung der Spieler. Ja, Thibaut Courtois, muss man so sagen, war beim 1:0 Teilschuld. Wenn ein Verteidiger in der Nähe ist, musst du als Stürmer nicht rauskommen, vor allem wenn du dir nicht sicher bist, ob du den Ball spielst. Für mich immer noch zu wenig für einen Elfer, aber wir dürfen uns nicht beschweren. Ansonsten beim anderen Gegentor kann er nichts machen, macht der Stürmer von Osasuna stark. Rechts hinten Dani Carvajal, wie gesagt, aus Respekt vor deiner Legende sage ich nicht, was ich denke, aber der ist noch nicht so weit. Hoffentlich kommt er irgendwann wieder. Raúl Asensio, beide Gegentore verschuldet, mit dran schuld. Katastrophal. David Alaba, ja, der hat alles rausgeholt, was er noch in sich hat, aber das ist nicht mehr genug für Real Madrid. Carreras unsichtbar, ja, hat sich der Teamleistung angepasst. Tchouaméni kann ich fast noch ein bisschen rausnehmen. Der hat das gemacht, was seine Aufgabe ist. Lücken zugelaufen, Zweikämpfe gewonnen. Das hat er gemacht in der Luft, am Boden. Ja, ein großer Spielgestalter wird ein Tchouaméni nicht mehr. Camavinga und Fede Valverde. Ja, Camavinga zu Recht als Erster ausgewechselt. Bodenlos. Fede Valverde hat es nochmal probiert. Der war zumindest an dem Tor beteiligt. Vorher hatte ich aber gesagt, ich habe Fede Valverde lange nicht mehr gesehen oder gar nicht gesehen. Ja. Arda Güler, ja, seit er auf der 10 ist, ich weiß nicht, ob das einfach nur ein Zufall ist, dass er gerade im Formtief ist, aber Real Madrid schafft es ja kaum, ihm an Bälle kommen zu lassen. Und wenn der mal am Ball ist, ja, dann hat er das gleiche Problem wie alle anderen. Da ist so wenig Bewegung, da ist jeder auf sich so alleine gestellt. Ich sag's immer wieder, der den Ball am Fuß hat, ist die ärmste Sau. Ja, der schafft es noch, den Ball von rechts nach links zu verteilen. Aber in Arda Güler, meiner Meinung nach, ich mag da egoistisch sein, aber ich möchte, dass jeder Angriff über seinen Fuß läuft. Damit das passiert, muss der sich aber viel mehr anbieten, freilaufen. Immer wieder muss Real Madrid den Jungen finden. Der hat die Hauptverantwortung gestern gehabt. Wenn ein Trent Alexander-Arnold nicht da ist, wenn ein Dean Housen nicht da ist, ja, wer soll denn das Spiel sonst gestalten? Da bleibt uns nur ein Arda Güler. Ich meine, wir haben gestern gesehen, was ein Dani Ceballos gemacht hat, als der reingekommen ist. Ja, und wenn die Mannschaft so sehr abhängig ist von dir, Arda, dann musst du dich auch viel mehr zeigen. Ja, also auch enttäuschende Leistung des Türken, das kann der viel, viel besser. Vini Junior, wie gesagt, alles setzen ihn in den gleichen Topf mit dem Kylian Mbappé. Ich finde, ein Vini Junior hat es zumindest immer und immer wieder versucht, hat das 1:1 gemacht. Ich erinnere mich an eine Szene, wo der Mbappé sagt, bitte lauf doch da in die Mitte. Ja, und Kylian Mbappé. Ich weiß nicht, wem ich da die Schuld geben soll.
Ist Kylian Mbappé schuld, weil der nicht läuft? Ist Arbeloa schuld, weil der den spielen lässt, obwohl der nicht läuft? Ist Florentino Perez schuld? Hat er mit dem Kylian Mbappé vereinbart, dass der immer spielt? Eine Sache ist, es gibt für mich keine vernünftige Erklärung, warum der Franzose gegen Lissabon und gestern 180 Minuten gespielt hat. Keine. Die beste Aktion von Kylian Mbappé in den letzten Wochen war das Interview nach dem Spiel in Lissabon. Auf dem Platz Desaster. Also wirklich Desaster. Jeden Ball, den der berührt hat, ging zum Gegner. Du wusstest, sobald der am Ball ist, der Ball ist weg. Hoffentlich laufen wir nicht in den Konter. Wenn ich ein Mitspieler von Kylian Mbappé wäre, sobald der am Ball ist, würde ich schon mal anfangen, nach hinten zu laufen, damit wir nicht in den Konter reinlaufen. Ja, unterirdisch. Und von den Einwechselspielern, Trent Alexander-Arnold hatte einen guten Pass. Ja, und der Rest, das war ganz viel gar nichts. Brahim, ich weiß nicht, wann der Brahim das letzte Mal entscheidend war für Real Madrid. Ein Gonzalo als rechter Flügel. Ja, was soll ich dazu sagen? Dani Ceballos, der beste Spieler von Osasuna. Ja. Und so, meine Damen und Herren, verlierst du 2:1 und wahrscheinlich den ersten Platz in der spanischen Liga. Ja, wahrscheinlich habe ich noch etliche Punkte vergessen, aber ich bin im Endeffekt selber schuld, dass ich es immer wieder schaffe, mich von dieser Mannschaft manipulieren zu lassen, dass du wirklich denkst, so, langsam greift das eine Rädchen in das andere. Du gehst einen Schritt nach vorne und dann rennst du wieder im Vollsprint 3 Schritte zurück. Ich bin enttäuscht, was soll ich euch sagen? Lasst mir eure Meinung zu dem Spiel bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, seid so lieb, liked dieses Video trotzdem. Ich kann ja nichts dafür, dass Madrid so spielt. Teilt dieses Video, hypen. Wer noch kein Follow da gelassen hat, würde es mir einen Riesengefallen tun. Wir sind auf der Jagd nach den 25.000. Danke für euren unglaublichen Support auf dem Kanal, auch auf den Live-Watch-Alongs. Danke, dass ihr da seid. Das bringt mir trotzdem noch ein Lächeln ins Gesicht. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. A la Madrid!